Er wirkt vollendet, aber der Phoenix ist noch lange nicht fertig. Außen ja, doch auch das Innenleben in der Kabine muss noch an die Wünsche des Kunden angepasst werden. Dazu hat Mario Bruns von der Firma Heide Logistik den Scania Hauber in die Nähe von Flensburg gebracht. Hier in Handewitt startet die letzte Etappe für den Umbau, der nunmehr schon 1,5 Jahre lang dauert. In der Polsterwerkstatt im Norden nehmen sich Miroslav Hajdukovic und seine beiden Mitarbeiter das mächtige Fahrerhaus vor, um es nach allen Regeln der Sattlerkunst zu veredeln. Und wenn man in die Kabine schaut, ahnt man, wie viel Arbeit das ist. Nichts ist mehr da, wo es einmal war. Die gesamte Innenausstattung wird nun so verändert, dass der V8 zum Unikat wird. Zu einem Showtruck gehört eben auch ein individuelles Interieur. Doch warum eigentlich? Von außen hui, von innen pfui, das können wir nicht machen. Wir wollen ihn weiter veredeln. Er muss auch von innen das halten, was er von außen verspricht. Und Miro ist da voll dabei, hat nur wenige Wochen Zeit, um das Fahrzeug fertig zu bekommen. Und ja, es sind nur noch wenige Tage bis zur Präsentation. Und ich hoffe und denke auch, dass er das schaffen wird. Gerade mal 4 Wochen hat Miro Zeit, um den Truck zu vollenden. Grund für das enge Zeitfenster sind die Verzögerungen, die sich beim Umbau des Scania schon woanders ergeben haben. Dem Team von Miro, der sich erst vor 4 Jahren als Polsterer selbstständig gemacht hat, bleibt also wenig Zeit. Doch der 47-jährige gebürtige Serbe ist zuversichtlich, pünktlich abliefern zu können. Mario ist sehr schuldig dafür. Der hat uns richtig Zeit weggenommen und richtig wenig Zeit gegeben. Wir sind zu dritt. Die Leute machen so täglich 2 Überstunden und ich bleibe in manchen bis 22 Uhr, 23 Uhr. Wir freuen uns, dass wir können daran arbeiten und wir geben alles von uns, was ist möglich, dass wir kriegen das fertig. Kaum zu glauben, die Detailabsprachen zwischen der Polsterwerkstatt im Norden und Mario Bruns finden ausschließlich am Telefon statt. Wieder einmal ist Mario an der Strippe und fragt bei Miro nach, ob auch alles klappt. Marios Terminkalender ist ebenfalls voll. Zeit, um nach Handewitt zu fahren, hat er also auch nicht. Es lebe die moderne Kommunikation. Wir machen sehr viel WhatsApp-Videos, die er mir schickt, Live-Videos, die wir machen. Er das ganz genau mit uns bespricht, wie das gerade umgebaut wird, was er gerade macht, ob ich damit einverstanden bin. Ja, also 3, 4 Videotelefonate am Tag haben wir mit Sicherheit. Chaos gehört da einfach zu. Also wir besprechen viele Sachen während der Arbeiten. Und da entsteht dann auch mal Chaos, wo man dann sagt, da haben wir doch schon was gemacht, da liegen doch schon Leitungen. Es entsteht Chaos, aber nichts, was wir nicht lösen können. Chaos führt zu Stress, aber es ist auch nicht der erste LKW, dem das Team von Miro neues Innenleben einhaucht. Miro selbst ist übrigens in den verschiedensten Handwerken zu Hause und hat schon in seiner Heimat als Polsterer und Mechaniker gearbeitet. Grundsätzlich gilt, Mario und Miro mögen sich. Mario, ja, das ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Der ist an meiner Seite, der ist ruhig, aber er will alles schnell. Aber irgendwie schafft er das alles auf nette Weise zu übertragen auf dich. Und man kriegt Stress, aber nicht so doll, weil er macht das irgendwie am netten Weg. Um die Fahrerkabine eines LKW neu zu gestalten, sind die verschiedensten Materialien und Werkstoffe erforderlich. Im Lager der Polsterwerkstatt in Handewitt lagern diese Materialien zu Dutzenden, wie hier zum Beispiel feinste Stoffe und edle Leder, mit denen zum Beispiel Türverkleidungen bezogen werden. Zunächst wird der Stoff passend zugeschnitten und dann mit der Nähmaschine weiterverarbeitet. Auffällig sind aber auch die vielen Holzschablonen, die überall stehen. Was es damit auf sich hat, das soll Miro mal selbst erklären. Jedes Mal, dass man nimmt ständig Maßen und da und hier, das ist Zeitaufwand sehr großer. Wenn wir haben Schablonen zum Beispiel für Rückwand oder für Boden oder für Himmel, Platte oder so, was weiß ich, das spart uns, wenn wir machen diese Schablonen, das spart uns ganz, ganz viel Zeit. Dann später, wenn wir kriegen das gleiche Modell nochmal.
Die Polsterwerkstatt ist sozusagen eine Art Manufaktur. Alles, was hier hergestellt und angepasst wird, entsteht noch in mühsamer Handarbeit. Und doch gibt es sicherlich Teile, die besonders aufwendig waren. Was waren die besonderen Herausforderungen? Das Schwierigste war zum Beispiel dieser Sternenhimmel. Erstmal, der kostet viel Zeit und das ist viel Aufwand da drin. Auch natürlich die Oberseiten mit dieser Spaltung vor Bettaufhängung, das zu anpassen, ist auch nicht leicht. Es ist die Sache, welche macht man nicht in 10 Minuten oder 20 oder eine Stunde, sondern da sind ein paar Tage dahinten. Die Arbeiten am Phoenix gehen in die Endphase und irgendwie merkt man dem Team der Polsterwerkstatt auch an, dass es froh ist, wenn der Scania nun bald wieder auf dem Firmenhof von Heide Logistik im niedersächsischen Kirchlinteln steht. Selbst Mario Bruns hat in dieser Zeit einige Nerven gelassen und kann es kaum abwarten, dass der V8 bald fertig ist. Also in der ersten Woche, das war wirklich überall Kabel, es war völlig auseinandergebaut, das komplette Armaturenbrett. Bei solchen Aktionen habe ich dann auch immer Angst, dass er das nicht schafft. Aber ja, ich habe heute Morgen ein Video gesehen. Das Fahrzeug sieht schon richtig, richtig gut aus. Also ich freue mich drauf, das Fahrzeug abzuholen und auch die ersten 3-4 Wochen damit selber zu fahren. Wenn der Airbrush-Haubau dann endlich fertig ist und von Mario in der A1-Werkstatt in Bockel präsentiert wird, sind wir von Eurotransport TV für Sie natürlich auch noch einmal dabei, um zu sehen, ob der Neue auch das hält, was sich Mario Bruns von ihm versprochen hat. Wir sind gespannt.